Hakenkreuz, Hitlergruß überhaupt gar kein Problem gewesen. Hi, du wunderst dich, dass ich einen Hitler- oder Hakenkreuz-Ausweis hatte? Ja, eigentlich wollte ich es euch gar nicht erzählen, weil es so eine Schande für mich ist. Aber ich werde es euch jetzt sagen, wie es dazu kam. Ja, ich habe Hitler gefeiert. Ich fand zwar nicht gut, was er getan hat, viel ermordet, aber Hakenkreuz, Hitlergruß, überhaupt gar kein Problem. Und dann passierte etwas ganz, ganz Merkwürdiges. Ich hatte einen Traum. Und zwar stand ich vor meinem Bruder und er sagt zu mir, Adi, du hast hier so einen schwarzen Fleck. Ich, okay, versuch wegzumachen. Sagt er, nee, du verschmierst es. Sagt Adi, du verschmierst es. Adi, das verschmiert sich über dein ganzes Gesicht. Das geht so nicht weg. Und dann werde ich wach. Und ich liege da so und denke, boah, was war das? Und zum Hintergrund muss man wissen, es war gerade in einer Zeit, die hat so ungefähr ein halbes Jahr gedauert in meinem Leben. Da hat Gott mein Leben extrem intensiv gereinigt. Ja, ich nenne das radikale Reinigungszeit. Das war gerade in der Zeit und ich wach auf und denke, das hat irgendetwas damit zu tun. Irgendetwas ist noch in meinem Leben, das unbedingt weg muss. Ja, was kann das sein? Was kann dieser schwarze Fleck da nur sein? Ja gut, was bleibt mir übrig? Ich gehe zu meinem Bruder hin, der mir das im Traum gesagt hat, erzähle ihm meinen Traum und sage ihm, was kann das sein? Und er sagt sofort, ohne nachzudenken, ich weiß es. Dann sind wir zusammen auf den Dachboden gegangen bei meinen Eltern und da ist so eine kleine Wand und in der Wand ist so eine Tür drin. Er macht auf, krabbelt so ein bisschen rein, holt eine Kiste raus, schließt es auf, abgeschlossen und holt da so eine Karte raus und gibt es mir. Ich gucke, ein Ausweis. Ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand. Hitler-Ausweis, Nazi-Ausweis, Hakenkreuz-Ausweis, SS-Ausweis, irgendwie was. Ein Foto von mir und über mir ein Hakenkreuz darauf. Und dieser Hakenkreuz, der hat noch direkt so meine Stirn erwischt. Ein schwarzer Hakenkreuz. Ich gucke das so an, mir wurde sofort alles klar. Ich muss das unbedingt verbrennen. Ich habe es verbrannt und habe Gott um Vergebung gebeten. Und jetzt werde ich sagen, wie es zu diesem Ausweis kam. Wie nennt man das? Jugendlicher Leichtsinn. Kurz gesagt, alles was verboten ist, macht Spaß. Wir haben ein Radiergummi genommen, haben dort ein Hakenkreuz reingeschnitzt, haben es in Tinte eingetaucht, haben uns diese Ausweise selber fertig gemacht und haben die gestempelt, weggelegt und vergessen. Und Gott erinnert mich durch einen Traum, dass das unbedingt aus meinem Leben weg muss. Ich weiß, dass einige, die meine Videos anschauen, nicht an die Existenz Gottes glauben. Und dazu habe ich jetzt eine Frage. Kann es sein, dass dieser Traum einfach nur ein Zufall war? Oder ist es eher wahrscheinlicher, dass irgendein höheres Wesen, eine höhere Macht mir diesen Traum gegeben hat, dass diese Sache, die Hitler getan hat, definitiv nicht gut war, die aus unser Leben raus muss? Ich bin davon überzeugt, dass es eigentlich nur eine gewisse Macht sein kann, die mir diesen Traum gegeben hat. Und die nennt sich Gott. Und wenn wir uns dazu bereit erklären, Gottes Kinder zu werden, dass er uns rettet, dann wird er in unser Leben schauen und uns aufräumen. Und hier stellt sich nur eine einzige Frage. Bin ich bereit, das loszulassen, was mich von Gott trennt? Wenn ich dazu nicht bereit bin und wenn ich gewisse Sachen liebe, von denen ich genau weiß, es ist nicht gut, es gefällt Gott nicht, dann werde ich Probleme haben und Schwierigkeiten haben. Ich werde nicht weiterkommen. Immer wieder begegnen ich Leute, die mir sagen, ja, Jesus will mich nicht haben, Gott will mich nicht haben, er will mich nicht annehmen, er will mich nicht retten, ich will ja, aber er will nicht. Und dann stellt sich fest, es sind gewisse Sachen noch da, von denen die Menschen nicht loslassen wollen. Und hier ist nur eins, willst du loslassen von gewissen Sachen, die dich von Gott trennen? Wenn du wirklich satt bist, egal ob das Süchte sind, egal ob das irgendein Besitz ist, egal ob das irgendwie etwas ist, was dich von Gott trennt, wenn du nicht bereit bist, es loszulassen, wirst du Schwierigkeiten haben. Da kommst du nicht weiter. Es geht nicht darum, dass du es mit der eigenen Kraft schaffst, es zu bewältigen. Darum geht es nicht. Denn wenn du dich bereit dafür erklärst und sagst, okay, ich lass los, ich bin satt davon, ich hasse diese Sünde, dann wird Gott dir dabei helfen. Und er wird dich befreien, weil Jesus Christus alles schon besiegt hat. Und dann erlebst du eine extreme Freiheit, eine tiefe Freude, die du vorher niemals erleben konntest. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen.